Wenn du jeden Tag 20.000 Euro ausgeben dürftest, wärst du als Millionär bereits nach 50 Tagen pleite und bei 0 Euro. Als Milliardär jedoch wärst du erst nach 137 Jahren bei 0 Euro. Wir schauen uns jetzt die extremen Unterschiede des Reichtums an. Von ärmsten Menschen zur Mittelschicht bis hin zur obersten 1%. Wir nehmen hierfür 7 Stufen. Derzeit gibt es ca. 2600 Milliardäre auf der Welt. Das Gesamtvermögen dieser Milliardäre beträgt ca. 9,1 Billionen US-Dollar. Zur Vereinfachung, das ist eine Zahl mit 12 Ziffern hinter der 9. Schon bereits hier sieht man große Unterschiede, selbst bei den reichsten Menschen. Als Beispiel: während es zwischen dem Platz 51 der reichsten Menschen der Welt, Dietrich Mateschitz, Gründer des Red Bulls, und dem Platz 43, Wertheimer mit Chanel, ca. 3,8 Milliarden Dollar Unterschied und somit 8 Plätze Unterschied gibt, ist es zwischen Platz 9, Steve Ballmer von Microsoft, und Platz 1, Elon Musk, bereits mehr als 127 Milliarden Dollar an Unterschied. Kurzer Reminder: weltweit giltst du als Millionär, wenn du ein Dollar-Millionär bist. Sprich, wenn du mindestens 1 Million Dollar an Vermögen besitzt. Wir fangen nun an und wir fangen bei uns an. Wir befinden uns auf der Stufe 4 der Pyramide. Menschen in einem Land mit Arbeit und starker Währung, oftmals guten Löhnen, in der sich keine Hungersarmut befindet, leichter Zugang zur medizinischen Versorgung gibt, sowie weitdeckende und ausreichende Bildung. In dieser Stufe musst du oftmals für deinen Urlaub lange sparen. Im Restaurant musst du sehr oft auf das teuerste Menü verzichten. Das teure Traumauto kannst du oftmals nur in Raten abbezahlen. Und auch sonst lebst du sparsam, weil du es musst. Hier liegt die Spanne zwischen einem Arbeitslosen, einem Geringverdiener, du Geringverdiener, bis hin zum Normalverdiener. Siehst du dieses Video mit deinem Handy von zu Hause aus, vor oder nach deinem gewohnten Abendessen, so bist du reicher als über 50% der Menschen weltweit. Selbst wenn du lediglich 1 Euro auf deinem Konto hast und sogar Schüler oder arbeitslos bist du reicher als 4 Milliarden Menschen weltweit. Mit nur einem einzigen Euro. Der durchschnittliche Deutsche besitzt rund 65.000 Euro an Nettovermögen, gerechnet am Median. Somit ist Deutschland auf Platz 18 des internationalen Rankings. Es besitzen 1% der reichsten Deutschen rund 20% des Gesamtvermögens von Deutschland. Die Ärmsten in Deutschland sind jene, die durchschnittliche Nettoschulden und somit Miese in Höhe von ca. 13.000 Euro haben. Die Reichsten sind jene, die ein Nettovermögen von mehr als 1 Million Euro haben. Doch in allen Fällen gibt es die Möglichkeit zu arbeiten, medizinische Versorgung zu genießen, Bildung und viel mehr. Man verhungert nicht, weil es keine Mittel gibt. Und auch sonst leben wir hier in Deutschland verhältnismäßig zu den anderen Ländern sehr wohlhabend. Doch bekanntlich gibt es noch reichere Menschen auf dieser Welt, womit wir zur Stufe 3 kommen. Die wohlhabende Mittelschicht und Millionäre. Diese sind Menschen auf dieser Welt, die keine großen Geldprobleme mehr haben. Oftmals aus der Arbeiterschicht, die eine oder mehr Immobilien besitzen, ein teures Auto fahren und einen gut bezahlten Job haben und sicherlich noch hier und da Edelmetalle und Aktien besitzen. Der ein oder andere hat vielleicht ein Nebengewerbe. Wiederum hat einer eine kleine Firma mit wenigen Mitarbeitern. In dieser Stufe musst du für deinen Traumurlaub nicht mehr sparen. Du hast bereits eine große Menge an Geld. Jedoch gehst du bedacht damit um. Ein Privatjet chartern? Viel zu teuer. Dafür aber Business Class. Ein teures Essen für 500 Euro ist kein Problem für dich. Ein Essen für 10.000 Euro jedoch schon. Du hast ein wohlhabendes, schönes Leben. Vielleicht hast du sogar bereits Verantwortung für einige Mitarbeiter. Möchtest du einen Job ab sofort? Oder du bist in einer hohen Position als Angestellter mit hohem Lohn. Auf jeden Fall hast du wirtschaftlich bereits was zu sagen. Du bist gefeuert! Deiner Meinung wird Gehör geschenkt. Deine Aktiengewinne werfen keine paar Euros mehr ab, sondern finanzieren bereits deinen Urlaub, deine Stromkosten und dein Sprit. Bist du von dieser Schicht und besitzt mehrere hunderttausend bis hin zu 3 Millionen Euro, so bist du reicher als ca. 94% der Menschen weltweit. Du gehörst zu den reichsten 500 Millionen Menschen weltweit. Doch Stufe 2 sieht wiederum nochmal ganz anders aus. Von Multimillionen bis hin zu mehreren hunderten Millionen. Ganz große Kaliber. Du hast einen persönlichen Bankassistenten, mehrere Anlageklassen. Ein Privatjet chartern? Nein. Du besitzt einfach einen eigenen Jet. Die meisten in dieser Liga betreiben eine oder mehrere große und erfolgreiche Unternehmen, oftmals weltweit. Doch etwas ganz anderes steht hier im Vordergrund. Deine Immobilien, deine Aktien, deine Wertgegenstände sind alle bei weitem vorhanden. Hier kommt Macht hinzu. Du bist erneut gefeuert! Du hast zigtausende Menschen unter dir, die für dich arbeiten. Du hast Verbindungen und Kontakte zur Politik. Du kannst vieles beeinflussen. Deine Freunde sind ebenfalls Unternehmer, die etwas zu sagen haben.
Dein Netzwerk ist mächtig. Du trägst extrem viel Verantwortung. Schließlich gehörst du mit deinen hunderten Millionen zu den 0,003% der reichsten Menschen weltweit. Zu einer Sparte, in der nur 200 bis 300.000 Menschen drin sind. Du bist bereits an der Spitze. Dir stehen alle materiell erdenklichen Dinge offen. In dieser Stufe hast du zigtausende Mitarbeiter und private Assistenten, Piloten, Köche und vieles mehr. Du zählst zu einer Gruppe von Menschen, die große Machteinflüsse haben. Ob in der Politik, in der eigenen Firma oder in den Investments. Du verfügst über ein Vermögen, welches den Wert eines Investmentfonds beträgt. Alle materiellen Dinge stehen dir offen. Deine Firmen verwalten größtenteils Manager und andere Geschäftsführer. Du widmest dich vielleicht der Politik, vielleicht der Umwelt und anderen Dingen. Oftmals bist du ein Philanthrop. Du hast eigene Spendenorganisationen oder gründest vielleicht sogar eine politische Partei. Und das nicht nur, um Steuern zu sparen. Du bist ein sogenannter Big Player und versuchst, deine Stellung und Macht für etwas einzusetzen. Manches im Guten, manches im Schlechten. Über dir sind nur noch ein paar wenige Zehntausende. Das World Ranking der reichsten Menschen interessiert dich nicht so besonders. Welche Menschen jedoch wahrscheinlich öfter auf die Liste der reichsten Menschen der Welt schauen, sind wohl die reichsten Menschen selbst. Nämlich die in der Stufe 1. Milliardäre. Wie ich bereits am Anfang am Beispiel klar gemacht habe, sind 1 Million und 1 Milliarde kaum gleichzusetzen. Diese über 2600 Milliardäre besitzen so viel wie über 6 Milliarden Menschen zusammen. Die Pyramide schließt sich. Du als Milliardär bist täglich in Finanzmagazinen enthalten. Dich kennen Menschen weltweit. Deine Firmen sind oftmals Firmen, die internationale Kunden haben. Oftmals sind deine Produkte oder Dienstleistungen solche, die es noch nicht auf der Welt gab. So hast du das Leben von Millionen und Milliarden Menschen verändert und somit ist dein Bankkonto und das Vermögen ebenfalls auf diese Summen gekommen. Du hast eine hohe Machtposition. Deine Spenden können ganze Städte politisch verändern oder ganze Länder von der Armut befreien. Dein Netzwerk besteht aus den reichsten und mächtigsten und bekanntesten Menschen der Welt. Du kannst jedes Auto, Haus, Flugzeug und mehr kaufen. Doch die Schattenseiten des Lebens erreichen auch dich. Anfeindungen von anderen Milliardären, Neid der Menschen, Misstrauen zu anderen Mitmenschen, Beziehungsprobleme aufgrund der großen finanziellen Ungleichheit und vieles mehr sind keine Seltenheit. Was jedoch dir deine Milliarden leichter machen kann, ist eines der größten Güter dieser Erde. Und das ist Zeitsparen. 80% aller Milliardäre sind über 50 Jahre alt. Das durchschnittliche Alter beträgt 66 Jahre. Ein Mensch mit deinem Vermögen bedarf keine Check-in-Schlange am Flughafen. Du fliegst einfach mit deinem eigenen Jet. Es bedarf ebenfalls nicht, dass du selber kochen, einkaufen, dein Auto tanken oder ähnliche Dinge machen musst. Du bist voll und ganz in deinen Aufgaben drin. Sei es mit deinem Unternehmen oder mit deinen eigenen Ambitionen und Zielen. Was für einen ein Jahresgehalt darstellt, ist für dich eine Wochenausgabe, um deine Sicherheit mittels Sicherheitsfirmen und eigenen Bodyguards zu gewährleisten. In dieser Stufe hast du gefühlt alles Geld der Welt. Dir sind keine Grenzen im Materiellen gesetzt. Die anderen, die nicht so viel besitzen, gesetzt sind. Du bist ein Milliardär oder Multimilliardär. Du gehörst zu den 0,00003% reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Du bist an der Spitze der Pyramide. Bleiben noch Stufe 5 und 7. Stufen, die alle unter dem Niveau des deutschen Standards sind. Das komplette Gegenteil der erwähnten Stufen. Stufe 5 sind Menschen in Ländern, die niedrigen Lohn bekommen, oftmals trotz Arbeit Hunger herrscht, Armut oder Krisen das Land manchmal heimsuchen. Solche Länder sind als Beispiel Indien, Pakistan und ähnliche, die in der Nähe liegenden Länder in den tropischen Gebieten. In Indien verdient man als Beispiel durchschnittlich 400 Euro im Monat, während es in Pakistan 140 Euro monatlich sind. Sie werden alle auch Dritte Weltländer genannt, auch wenn der Begriff Dritte Welt durch Entwicklungsländer ersetzt wurde. Dazu zählen derzeit etwa 130 Länder. Instabile Infrastruktur, hohe Kriminalität, oftmals Armut, Naturkatastrophen und manchmal sogar auch Kriege sind hier keine Seltenheit. In dieser Stufe sind wohl möglich die meisten Menschen der Welt. In dieser Stufe sparst du teils Monate oder Jahre für etwas, was in Deutschland eine Kleinigkeit wäre. Teure Urlaube ans Mittelmeer, die neueste Version des neuen iPhone, sogar die zweitneueste Version oder etwa luxuriöse Autos kannst du hier größtenteils knicken. Gesundheit und Überleben zählt hier zu den viel wichtigeren Dingen, womit die Menschen zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz haben manche die Möglichkeit, aus dem Slum sich herauszuarbeiten, sich teilweise zu bilden, das Land zu verlassen oder eine erfolgreiche Firma zu gründen und es vielleicht in die höheren Stufen zu schaffen. Zu dieser Kategorie zählen neben den tropischen Ländern auch viele Länder Afrikas.
wobei es hier teilweise viel heftiger zugeht, womit wir auch auf die Stufe 6 kommen. Menschen in Ländern, die arbeiten, um zu überleben. Ein kaputtes Land, Hungertote, starke Armut, Krieg und Korruption. Nun sind wir an die letzten 2 Stufen angelangt, in der für mich persönlich der Begriff Entwicklungsländer ein Fremdwort ist. Meistens ist hier weder eine Entwicklung zu sehen, noch eine Besserung in fast jeglicher Art. Länder, in der Korruption an der Tagesordnung ist. Armut herrscht hier täglich. Man arbeitet gefühlt nur für das Überleben. Kaputte Infrastruktur sowie starke Lücke im Gesundheitswesen erschweren den Menschen das Leben enorm. Das Vermögen im Median berechnet liegt in diesen Ländern zwischen $200 pro Kopf bis $2000. Vermögen wohlbemerkt, nicht Verdienst. Das heißt, das, was die besitzen. Das, was wir teils in wenigen Tagen bereits verdient haben, haben Menschen in solchen Ländern als Vermögen. Wenn überhaupt. Ein Traumurlaub, schönes Auto, hochmoderne Technik oder ein sehr schickes Essen kennt man größtenteils nur vom Fernseher, wenn man überhaupt einen Fernseher besitzt. In dieser Stufe bist du an der so gut wie untersten Schicht des Vermögens weltweit angekommen. Krieg, Korruption und hohe Armut sind dein Alltag. Es sind Länder und Gebiete, für die meistens Spendenaufrufe gemacht werden, zwecks Armut und Gesundheitliches. Es sind keine wenigen Millionen in dieser Stufe. In dieser Stufe sind etwa die meisten Menschen nach Stufe 5 drin. In dieser Stufe sind die Menschen mit den wenigen Dingen zufrieden. Wenn man ihnen etwas schenkt, was für uns in Europa wenig bis keinerlei Wert hat, strahlen bei jenen die Augen und breites Lächeln wird entgegengebracht. Was mich persönlich sehr erstaunt ist, dass in dieser Stufe die Menschen so gut wie am wenigsten ihren Anteil am großen Vermögen dieser Welt haben, jedoch diese scheinbar die glücklichsten Menschen dieser Welt sind. Es sind nicht die Multimillionen, die teuren Partys, das neueste Modell deines iPhones, auch nicht das teure Essen, das dir oftmals nicht einmal schmeckt. Diese Menschen ackern, haben Armut, haben aber ein helleres und breiteres Lächeln, als manche Multimillionäre je lächeln könnten. In dieser Stufe sind meist afrikanische Länder vertreten, aber auch Teile aus Südamerika und wenige Teile Asiens, zum Beispiel manche ärmlichen arabischen Gebiete. Die letzte und niedrigste Stufe der Reichtumspyramide ist wiederum nur was für starke Nerven. Stufe 7. Warten auf den Tod. Es sind Menschen in Ländern und Gebieten, die in Höchstarmut sind, dabei noch starke Kriege alles verschlimmern und medizinisch wenig bis kaum etwas unternommen werden kann. Vermögen? Fehlanzeige. Hier beachtet man so etwas gar nicht. Was kann ich tun, dass mein Kind nicht an Hunger oder Krankheit stirbt? Wie kann ich den nächsten Tag durchstehen? Wie kann ich meine Familie und mich in Sicherheit bringen? Während wir im Urlaub mit der Partymusik vom Hotel gegenüber einschlafen, ist die Musik jener Bombenangriffe, weinende Babys oder Schüsse. Im besten Fall haben sie Brot und Wasser. Im schlimmsten Fall hört ihr Hunger mit dem Tod auf. Mit der Erlösung von einer Welt, die kaum ungleicher sein kann. Korruption im höchsten Maß herrscht in manch dieser Länder. Es ist kein Survival of the Fittest, sondern einfach eine Massenvernichtung. Allem voran treten hierbei die Länder Äthiopien, Jemen, Somalien und ähnliche hervor. In dieser Stufe gibt es nichts mehr zu sagen. Doch was kann man für eine bessere Welt tun? Klar, der erste Weg, was uns allen wahrscheinlich in den Sinn kommt, ist Spenden. Doch wir können mehr tun als dies. Wir können unsere Prinzipien, Prioritäten und Denkweisen bezüglich Reichtum auch ändern. Noch sozialer und menschennaher werden. Um es in kurzen Worten auszudrücken, menschlicher werden. Unseren Mindset und unser Alltag etwas umgestalten. Umweltbewusster werden und Menschen eben nicht wie Tiere oder Zahlen auf einem Monitor sehen. Nein, denn wisse, jeder von ihnen, ob reich oder arm, hat Zellen, Organe, Bedürfnisse, Schmerzrezeptoren, Wunsch nach Sicherheit, Wunsch nach Genuss, genauso wie du. Und es ist überhaupt nicht verboten, in die höheren Stufen gelangen zu wollen. Geld und Reichtum ist nichts Schlimmes. Nur sollten wir die Reichtümer dieser Welt etwas anders betrachten.